Loco! So ein lieber Hund. Immer pünktlich da, wenn es Essen gibt. Du musst seriös sein, Mann. Buen dia! Heute erwartet euch bei diesem Video die Fortschritte der letzten 3-4 Wochen. Es hat sich einiges getan. Unter anderem, man hört es vielleicht im Hintergrund, wird kräftig gebohrt. Und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Bis dann, ciao! Dienstag, 1.8.2022 und ich war jetzt 3 Tage nicht da. Wir waren unterwegs und hat sich wieder einiges getan. Wir hatten am Freitag die erste Schlange auf dem Grundstück. Das Bild blende ich gerade mal ein. Und am Samstag die nächste Schlange und die war giftig. Und es ist so, dass man Zeit hat, wenn man gebissen wird zum Beispiel, hat man 5 bis 8 Stunden Zeit, um das Gegengift dann zu verabreichen. Wichtig, ich glaube der Danilo, genau, dem kann man Bilder schicken von der Schlange oder auch von der Einbissstelle, und anhand dieser Einbissstelle weiß er ganz genau, welche Schlange es war, wie viel Gift und so weiter und so fort. Mit dieser Information kann man dann in das geeignete Hospital gehen. Ja, man sieht, Juan hat kräftig gearbeitet. Sie sind da drüben und ich denke, morgen werden wir dann das untere Grundstück dann komplett sauber haben. Genau. Ja, zu der Schlange, also ganz normal. Wir haben hinter ein Ökologiepark. Da wird eigentlich geplant, dass das nicht bebaut wird. Das heißt, hinter unserem Grundstück kann niemand mehr hinbauen. Und natürlich hat es dann Schlangen. Wenn man dann die Mauer oder das kleine Mauer um das Grundstück gezogen habe und es Leben auf diesem Grundstück gibt, werden auch die Schlangenbesuche weniger. Gut, aber wie gesagt, keine Panik. Die Schlangen meiden meistens uns Menschen, also die suchen uns nicht aus, sondern die wollen eigentlich ihre Ruhe haben, und man muss, und das sage ich auch immer meinen Kindern, immer wieder daran erinnern, dass wir nicht in Deutschland leben, sondern in Paraguay. Und man muss halt einfach aufpassen, wohin man dreht und wohin man langt oder anfasst. Gut, so sieht das Ganze aus. Diese Woche steht einiges an. Ja, bin gespannt. Ich melde mich am Freitag wieder. So, und die Omi hat jetzt eine kleine Flecke Erde bekommen, wo sie einpflanzen darf. Omi, was pflanzt du heute ein? Das ist Ananas. Ananas? Wie heißt es wieder? Chili? Chili, ja. Und dann Fenchel. Aha. Und Mais. Und Mais. Die wäre jetzt als erstes eingepflanzt. Und, Omi, jetzt muss ich mal da verraten, was mir vor 2 Wochen gegessen habe aus dem eigenen Garten. Ackersalat. Ackersalat. Omi hat es geschafft, Ackersalat. Geschafft, ja. Wir wissen jetzt den Zeitpunkt, Ja. wann man Eis sehen müssen. Oder Ja. Omi besser gesagt. Omi ist die Gärtnerin. Und das hat gut geklappt jetzt. Das hat super geklappt. Ja. Heute haben wir Freitag. Die Männer sind fertig geworden mit Saubermachen vom Grundstück. Und jetzt gibt es das Asado. Und haben jetzt alles vorgerichtet. Und was es gibt heute Abend, zeigen wir später. Kuba. Der Kuba schlägt schon wieder. Kuba zurück. Sitz. Die Würstchen und Knoblauchbrot haben wir auch vorbereitet. Haben wir Bachata-Brot gekauft heute Mittag und Knoblauchöl selber zubereitet. Und das machen wir dann, wenn die Gäste dann eintreffen. Genau, wir haben alles hingerichtet, warten dann auf die Gäste.
Die waren wieder heute fleißig am Grundstück und ja, sind fast fertig. Nächste Woche noch 2, 3. Topograph war da, wird morgen fertig. Und das ist die Blackie. Ganz, ganz liebe, das sind unsere Straßenhunde. Cooper, da drüben. Und die Blackie, wo wir damals aufgenommen haben, höre ganz gut. Allerdings kommt als doch, wenn es ums Essen geht, merkt man auch schon, dass es Straßenhunde waren. Aber kriegen wir auch noch einen Griff. Heute haben wir Montag, der 8.8. Und es wird kräftig weitergearbeitet. Der Topograph tut die Grundstücke jetzt markieren. Dahinter ist noch ein weißer Poster hier und hier. Das sind die ersten 2 Grundstücke, die sind schon weg. Dann kommt noch ein Grundstück, das ist auch weg, lege ich da drüben. Man sieht, die haben echt mega gearbeitet, also echt tolle Arbeit. Und ja, es wird. Und Chefin ist heute auch mal auf der Baustelle. Du musst seriös sein, Mann. So, jetzt nochmal. Die Chefin ist auch da. Das käft uns niemand ab. Genau. Und da drüber sieht man in der gelben, orangener, ich zoome mal hin. Das sind die Vermesser. Und dann haben wir noch hier die fleißigen Bienchen. So, jetzt sind wir am unteren Stück vom Grundstück. Jetzt wären unsere Grundstücke eingeteilt. Also das ist eigentlich nur für uns. Die wären offiziell nicht eingeteilt, aber wir haben es jetzt auf dem Plan drin, dass wir ungefähr wissen, wo unsere Häuser hinkommen. Und ich darf ja nichts mehr sagen wegen der Aussicht. Genau. Ja, und da drüber kommt dann, wie gesagt, das ganze Feriendorf hin und die Straße. Das Grundstück geht jetzt bis daher. Und dann kommt ja die 16 Meter breite Straße noch. Und da drüber kommt dann der Garten hin. Mehrere Tiere haben wir jetzt schon auf unserem Grundstück entdeckt. Gestern war ein Stacheltier da. Das Stacheltier hat tatsächlich angefangen zu klettern, ist den Baum hoch. Ich blende euch gerade mal das Video ein. Habe ich auch nicht gewusst, dass Stacheltiere klettern können. Also wir gucken schon, dass wenn wir Tiere haben, dass die hier leben dürfen, beziehungsweise dass die dann halt lebendig auch wieder das Grundstück verlassen dürfen. Gut, ansonsten, wir haben schon mehrere Informationen über diese Insel. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich tierisch drauf. In den nächsten Videos bringen wir mal die Informationen, was da drüben alles los ist und wie die dann aussieht, auch von oben. Ich möchte mal auch eine Drohnenaufnahme machen. Ja, ich darf jetzt nur nicht so viel sagen, weil die Chefin steht gerade neben mir und ich bin jetzt ruhig. Wir sind auf Wassersuche mit der Wünschelrute. Und anscheinend haben wir hier und hier überall eine Quelle. Ja. Así marca por todos lados porque viste que subía arriba y cuando le cruza ahí hace Das heißt da, wo er jetzt meint, weil hier schlägt es am höchsten aus, wird der Brunnen gebohrt und der Tank kommt dann darüber neben der Straße. Da haben wir noch 6 Meter Breite, wo dann später Parkplätze hinkommen und da könnte man dann den Tank hinstellen. Ich kenne das noch mit dem Wünschelrut von meinem Opa, der hat es genauso gemacht früher und hat immer getroffen. Manche glauben dran, manche nicht. Wir werden sehen. Es funktioniert auch bei ihm. Es posible, sí. Es importante, ¿verdad? Sí, así. ahí en esa posición. Venimos con la Sí.
¿Cómo aquí? Es aquí, mira. Recto. Venga. Sí, también. ¡Qué loco! Sí, mira, vamos a darla. Sí. Dale. Gracias. Buen Dia. Heute haben wir 11. August 2022 und der Topograph wurde heute fertig, heute Morgen. Heute kommt auch der Brunnenbohrer und ausgemacht war 8 Uhr heute Morgen. Er kommt wahrscheinlich erst heute Mittag. Ja, so ist es hier in Paraguay. Nein, nicht immer. Aber es kommt schon mal vor. Ich glaube, irgendwas ist kaputt gegangen und braucht ein Ersatzteil. Und ja, so, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann, aber die ganzen weißen Grenzpfosten sind jetzt drin. Schön gemäht. Die Grundstücke vorne, wo wir zum Verkauf haben, wurden jetzt gesäubert, die ersten 3. Und die anderen folgen heute. Und man sieht hier schon die Schneise. Von der Straße. Da haben wir zum Beispiel hier einen Pfosten, die ist dann 16 Meter breit, geht bis darüber. Und man sieht, da wo die Straße ist, wird es eine Schneise reingeschlagen und heute wird dann noch verbrannt. Und da ist der Joachim und sein Hund, der immer pünktlich zum Mittagessen erscheint. So, die Jungs machen weiter. Wir gehen gerade mal rum. Wir haben auch schon die ersten Bäume, wo wir einpflanzen möchten. Wir sind noch am Überlegen, oder auf Hochdeutsch, wir sind noch am Überlegen, welche Bäume wir in der Straße, also in den Gehwege reinmachen. Sollen wir Palmen reinmachen oder Lapachos? Wir wissen es leider noch nicht. Die Lapachos sehen halt natürlich unheimlich schön aus, wenn sie dann blühen. Ja, und man sieht hier das Stück wieder zu diesem, die Straße. Und hier in diesem Bereich entstehen dann Parkplätze. Und gestern haben sie noch eine Schneise hier reingeschlagen, dass der Brunnenbohrer kommen kann. Der war da und wir werden hier bohren. Hier, da die Wünschelrute richtig toll ausgeschlagen in diesem Bereich. Und ja, dann kommt der 15.000 Liter Tank hierher. Ankunft vom Brunnenbohrer. Jetzt geht's los, bin ich echt mal gespannt. Loco! Que rápido! Buenas. ¿Todo bien? Sí.
Da fahren sie rum und der Joachim liegt einfach da und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Geh Joachim? Ja, mein guter Bub, geh? Ja. So ein lieber Hund. Immer pünktlich da, wenn es Essen gibt. Jetzt wird nochmal nachkontrolliert mit der Wünschelrute. Ja, und sie schlägt richtig gut aus. Er hat mir das auch ein bisschen erklärt, wie gesagt, mein Opa hat es früher gemacht. Und hat immer getroffen oder ziemlich hohe Trefferquote gehabt. Und er hat mir das dann erklärt, wie das liegt mit Energie, Magnetismus, dass wir als Mensch aus Wasser bestehen. Ja, und bei mir hat es auch ausgeschlagen. Okay, so, die Stelle ist jetzt festgemacht worden. Und ich bin so froh, muss ich echt sagen, dass ich unseren Bauunternehmer habe, weil er denkt echt mit und Wahnsinn, er ist richtig viel wert. Also nicht nur der Hugo, auch sein Mitarbeiter. Ein ganz, ganz großes Lob an die Jungs. So, das Ganze ist ein Kompressor, wo dann die Luft hier reingeht. Und das haben sie vorhin aufgefüllt alles. Und habe jetzt insgesamt eine Stunde gebraucht zum Aufbauen. Und jetzt wird losgelegt. Jetzt wird gerade der Bohrkopf ausgewechselt. Wir haben ca. 6-7 Meter Erde und wir sind jetzt auf Gestein gestoßen. Jetzt muss natürlich der Bohrkopf ausgewechselt werden. Aber es geht doch recht zügig. Gut, jetzt haben wir die ganze Zeit Erde gehabt. Bin mal gespannt, in welchem Tempo das dann durch den Stein geht. Und da ist der neue Bohrkopf. So, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt aktuell bei 100 Meter Tiefe, aber eine Fördermenge von 5.000, 6.000 Liter pro Stunde. Ich habe jetzt gerade Auftrag gegeben, dass wir 20 Meter weiter runter gehen. Auf insgesamt 120 Meter, dann müsste man ungefähr zwischen so 8.000 bis 10.000 Liter Fördermenge pro Stunde sein. Ja, jetzt sind wir fertig mit Brunnenbohren. Bin total glücklich, krieg's Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht raus. Aktueller Stand 120 Meter tief, 7.500 Liter
Fördermenge pro Stunde. Wie geht's weiter? Am Mittwoch kommt der Bagger, dann wird die Straße bis runter gemacht. Und die nächsten 10 Tage wollen wir schon anfangen mit der Umfriedung vom Grundstück. Tolles Gefühl, eigenes Wasser zu haben. Ja, total glücklich. Ich gehe ins Wochenende.